Viele stellen sich Texas als staubig und trocken vor. Im Grunde genommen so wie ein Dubai in Amerika. Dass da so das Tumbleweed über den Wüstenboden vom Wind geblasen wird, wie man es eben aus den Cowboy-Filmen kennt. Aber ist das wirklich so? Ist Texas eine Wüste oder vielleicht eine Steppe? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Damit ihr das mal mit eigenen Augen sehen könnt, habe ich mir meine Osmo 4 geschnappt, habe die sicheren 4 Wände des Studios verlassen und mich direkt in das Großstadtgetümmel von Austin, wo ja unser Office ist, begeben. Und in diesem Video werde ich dir das Ergebnis präsentieren und dann wirst du selbst beurteilen können, ob Texas wirklich staubig und trocken ist. Übrigens noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn auch du Texas, wenn auch du Austin einmal selbst hautnah mit Haut und Haaren, wie man sagt, selbst erleben möchte, dann lade ich dich ein zu unserer Investoren- und Erlebnisreise, die wir regelmäßig nach Austin durchführen. Dort zeige ich dir eine Woche lang Austin und Umgebung. Natürlich befassen wir uns intensiv mit wichtigen Seminarthemen für alle, die gerne in die USA auswandern wollen, zum Beispiel Steuern, Visa, Firmengründung, Kontoeröffnung, Immobilienkauf. Aber dann erleben wir Austin und Texas auch hautnah. Wir schauen Immobilien an. Natürlich wirst du Barbecue genießen können. Du wirst dir so einen hier kaufen können, vielleicht ein paar Stiefel, ein Gürtel, was auch immer dir gefällt. Du wirst viel über die deutschen Wurzeln von Texas erfahren und sehen und natürlich auch Line Dancing in einer Honky-Tonk-Bar lernen, wenn du das gerne willst. Also jetzt viel Spaß bei meinem sommerlichen Rundgang durch Austin, Texas. Und wenn dich das anspricht, wenn du dir das für dich und deine Familie vorstellen kannst, dann würde ich mich freuen, dich und deinen Partner demnächst direkt in Austin begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Jetzt aber auf ins Getümmel. Lass uns gehen. Du siehst, wir bewegen uns hier auf Downtown zu. Der Michael Butler Park, er ist also südlich des Lady Bird Lakes. Michael Butler war ein irischer Maurer. Er hat hier eine Ziegelfabrik gebaut. Deswegen ist dieser Park nach ihm benannt worden. Wie du hier hinter mir sehen kannst und natürlich auch vor mir jede Menge Eichenbäume. Das ist so typisch für Texas, alte Eichenbäume. Es gibt hier die verschiedensten Sorten von Eichen. Die bekannteste ist sicherlich die Lebenseiche, die sogenannte Live Oak, ein immergrüner Baum. Was hat das nun auf sich damit, dass man immer denkt, Texas wäre so trocken und staubig, also praktisch so wie Dubai? Für einen Teil von Texas trifft es sicherlich zu, der ganze westliche Teil, der dann ja auch Wüste ist. Und tatsächlich liegt Austin so ungefähr ziemlich genau auf der Mitte. Alles östlich von Austin, in diesem riesigen Bundesstaat in Texas, der ja fast 3-mal so groß ist wie Deutschland. Also alles östlich von Austin eignet sich eigentlich ziemlich gut für die Landwirtschaft. Ungefähr 1 Stunde von Austin im Ort Industry, da sind auch die ersten deutschen Auswanderer dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Texas gekommen. Sehr grün, sehr fruchtbar, eignet sich sehr gut für die Landwirtschaft. Alles, was westlich ist von Austin, da wird es dann schon ziemlich trocken und steinig und je weiter man westlich geht, umso steiniger und trockener wird es. Und das kennt man eben ja aus den Wild-West-Filmen, diese Seite von Texas. Nur wenige wissen, dass es tatsächlich so grün ist, wie du jetzt hier auf diesem Video sehen kannst. So, wir überqueren jetzt mal hier die Straße mitten im Park und laufen auf den Lady Bird Lake zu. Das ist im Grunde genommen ein Stausee und es ist der Colorado River, der dort gestaut wird. Du kannst es hier schon sehen, hier sind recht viele Leute draußen. Entgegen vieler Gerüchte ist es nicht so, dass man nirgendwo in den USA laufen kann und dass die Amerikaner generell nicht gerne laufen. Wir haben jetzt ja hier im Sommer, es ist ziemlich warm, auch wenn es erst am Morgen ist. Dennoch siehst du Leute joggen, mit dem Fahrrad fahren. So, hier sehen wir nun den Lady Bird Lake. Du kannst die Boote sehen. Wassersport ist erlaubt. Das Baden ist leider nicht erlaubt. Da gibt es von dem Bau des Staudamms und der Errichtung dieses Stausees hier noch Strukturen im Wasser, sagt man, die gefährlich sein können. Deswegen ein gesundheitliches Risiko. Hier direkt gegenüber von uns übrigens das Office von Google. Das ist eben Downtown Austin, gerade auf der anderen Seite des Lady Bird Lakes. Der Lady Bird Lake, er ist sehr lang und schmal.
Wir schauen uns das Gleiche auch nochmal von einer Brücke an. Hier wieder jede Menge Jogger. Also ich könnte mir tatsächlich Schöneres vorstellen als in dieser Hitze. Und es ist eben auch noch ziemlich schwül. Aber Austin eben einer der aktivsten großen Städte in den USA. Hier machen viele Sport. Und übrigens dann hier auf diesen Flächen finden dann auch die Musikfestivals statt in Austin. Austin ist ja sehr bekannt für seine Musikfestivals. Music Capital of the World, wie man so schön sagt. Und niemand anders verkörpert das natürlich besser als die Musiker. Und hier haben wir auch schon einen, der hier verewigt wurde. Jimmy Ray Vaughan, einer der wohl bekanntesten texanischen Gitarristen. Er starb tragischerweise bei einem Helikopterabsturz in den 90er Jahren. Jimmy Ray Vaughan, wenn du ein Gitarrenfan bist, dann wirst du ihn sicherlich kennen. Bizarrerweise war es so übrigens, dass eigentlich Eric Clapton in diesem Helikopter hätte sitzen müssen. Er hat dann in letzter Minute gesagt, geh du mal auf Jimmy auf den Helikopter, und tragischerweise ist er dann tödlich verunglückt. Also hier jetzt nochmal der Lady Bird Lake im Panoramablick. Staubig und trocken, das kann man definitiv so nicht sagen. Hier steht alles im satten Grün und wir sind ja jetzt schon im Sommer. Es ist ja nicht so, dass die Sonne hier nicht scheint. Wir haben jetzt schon jeden Tag hier über 30 Grad. Es wird dann im Hochsommer sicherlich nochmal deutlich wärmer, bis über 40 Grad. Also die Hitze, die musst du natürlich schon mögen. Ansonsten ist definitiv Texas nicht das Richtige für dich. Wobei es natürlich überall auch wirklich Klimaanlagen gibt. Aber wie gesagt, ich mag die Wärme gern, selbst in der Hitze zum Beispiel in meinem Pickup-Truck die Klimaanlage gar nicht anzustellen. Fenster runter und dann über die Landstraße tuckern. Der Wind bläst dir ins Gesicht. Das ist für mich Texas pur. Lieber warm als kalt, muss ich ganz klar sagen. So, wir sind jetzt also von dieser anderen Uferseite hier über den Lady Bird Lake hier rüber marschiert, über diese Brücke. Du kannst sie wieder sehen, die Wassersportler da drüben, wo die Bühne aufgebaut wird. Dort ist der Park, durch den ich gerade eben gelaufen bin. Jetzt werden wir uns einmal Downtown ein bisschen anschauen. So, jetzt laufen wir nach Downtown Austin hinein. In Downtown ist ja dann auch immer unser Seminar. Also die Teilnehmer übernachten im Grunde genommen in einem der Hotels in Downtown. Hier sind wir dann in einem Tagungscenter. Und von hier aus machen wir dann natürlich auch unsere ganzen Exkursionen. Hier auf der anderen Straßenseite siehst du ein altes Haus, ungefähr 150 Jahre alt, der Schneider-Brüder. Sie haben hier schon sehr früh im 19. Jahrhundert ein Business betrieben. Downtown Austin ist, so wie alle amerikanischen Großstädte, praktisch wie ein Schachbrett organisiert. Hier ist jetzt gerade die Second Street. Hier drüben auf der anderen Straßenseite kannst du so ein Waymo-Taxi sehen. Das sind die führerlosen Taxis. Da gibt es jede Menge hier davon. Wenn du das die ersten paar Male machst, dann ist das wirklich eigentlich ziemlich witzig. Hier siehst du, sind sogar gleich 3 hintereinander. Diese Waymo-Taxis kannst du hier einfach buchen über die ganz normale Uber-App. Wie bei den meisten amerikanischen Großstädten ist natürlich hier relativ wenig los, muss man sagen. Es gibt relativ wenig Fußgänger. Das liegt daran, weil die meisten Leute Auto fahren, selbst in der Innenstadt. Auch wenn man, wie ich finde, die Stadt ziemlich gut begehen kann. Austin, du hast ja gerade eben gesehen, wie wir da im Park entlang marschiert sind. Austin ist meiner Meinung nach sicherlich für Familien besonders lebenswert. Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten, es gibt gute Schulen, gerade auch in den Gemeinden um Austin herum. Private Schulen, es gibt auch kirchliche Schulen und natürlich auch die staatlichen Schulen sind in Texas eigentlich nicht schlecht. Und wer es möchte, kann natürlich auch homeschoolen. Auch das ist in Texas wie in allen amerikanischen Bundesstaaten natürlich komplett legal. Hier schauen wir jetzt die Third Street hinunter. Wahnsinnig viel passiert in Austin in den letzten 20 Jahren. Und das liegt daran, dass Austin viele Zuzügler aus anderen Bundesstaaten angelockt hat durch das gute Wetter, die steuerlich günstige Situation. Es gibt ja in Texas keine bundesstaatliche Einkommensteuer. Die relativ preiswerten Lebenshaltungskosten, vor allen Dingen im Vergleich zu Kalifornien, wobei da man auch vorsichtig sein muss. Also ich denke, San Francisco und LA sind schon extrem. Aber auch hier haben natürlich die Preise in den letzten Jahren ganz schön angezogen. Das muss man ganz
klar sagen. Austin ist ein Tech-Hub, fast schon so wie das Silicon Valley. Viele Tech-Unternehmen sind hierhin umgezogen. Eben nicht nur natürliche Personen, sondern auch die Unternehmen. Viele Arbeitsplätze sind hier geschaffen worden. Das macht sich natürlich bemerkbar. Wir sind immer noch in Downtown Austin, immer noch auf der gleichen Straße auf Guadalupe. Und hier sehen wir wieder mal ein sehr schönes altes Haus, das Old J.B. Smith Property. Aber noch viel schönere alte Häuser sehen wir hier auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Prächtige viktorianische Häuser aus dem späten 19. Jahrhundert. Wie kann es sein, fragst du dich vielleicht, dass es in Downtown Austin solche Häuser gibt, dass die nicht längst durch Wolkenkratzer ersetzt wurden? Nun, schlicht und ergreifend natürlich, weil das Eigentumsrecht in den USA einen sehr hohen Stellenwert hat und die Besitzer dieser Immobilien hier, alle diese Immobilien sind auf einem einzigen Grundstück, haben sich bisher strikt geweigert, diese Immobilien zu verkaufen oder abzureißen. Da sind jetzt natürlich Büros drin, da wohnt keiner mehr drin. Aber das sind natürlich tolle Zeitzeugen. Als dann im 19. Jahrhundert viele Einwanderer nach Texas kamen, unter anderem viele auch Deutsche, dann haben sich die Wohlhabenden dieser Einwanderer hier genau solche Häuser gebaut. Sie haben sich Grundstücke gekauft und haben dann in sehr europäischem Stil, eben im Grunde genommen im viktorianischen Stil, dann sich solche Prachtvillen hier errichten lassen. Und auch hier, wie du sehen kannst, wir sind umgeben von großen alten Bäumen. Auch hier kann keine Rede davon sein, dass Texas, dass Austin staubig und trocken ist. Und hier nochmal das letzte Haus auf diesem Grundstück, der sogenannte Bremond Estate. 1886 wurden diese Häuser gebaut. Heute hier eine Anwaltskanzlei. So ein Büro, das hätte ich auch mal gern, aber die sind natürlich mittlerweile hier unbezahlbar geworden. Apropos Büro, wenn du dir überlegst, nach Austin umzuziehen und du willst ja ein Startup gründen, vielleicht im Tech-Bereich, dann wirst du wahrscheinlich in Downtown dein Büro haben. Hier gibt es natürlich viele Office Centers, zum Beispiel von WeWork oder auch Regus, aber du kannst natürlich hier auch Büros mieten. Downtown, muss man sagen, ist ziemlich teuer. Unser Office zum Beispiel ist ja leicht außerhalb, ungefähr eine Viertelstunde mit dem Auto von Downtown. Da sind die Preise auf jeden Fall schon deutlich günstiger, ist aber natürlich auch nicht so schön. Hier ist der Woodridge Square, einer der vielen Grünflächen in Austin. Ganz früh, also im 19. Jahrhundert, war es ein sogenannter Common. Hier konnten also die einfachen Leute, sage ich mal, hinkommen und ihre Tiere grasen lassen, ihr Vieh grasen lassen. Später hat dieser Park dann einige Signifikanz gehabt in der Bürgerrechtsbewegung. Und wir sind bei unserem nächsten Zwischenstopp angelangt, dem State Capitol Park of Texas. Hier ist also das Capitol, das werde ich dir gleich zeigen, das Kapitolgebäude, also das Parlamentsgebäude von Texas. Jeder der Bundesstaaten hat ja sein eigenes Parlament und auch das wiederum mit 2 Kammern. In Texas, da ist ja alles größer und besser und deshalb darf es natürlich auch nicht verwundern, dass das Texas Capitol größer ist als das Kapitol in Washington DC. Und hier kannst du es sehen, das Kapitolgebäude von Texas aus rosanem Granit gebaut. Dieser Granit kommt aus Marble Falls. Schottische Arbeiter haben dieses imposante Gebäude errichtet. Texas war ja über die Jahre hinweg Teil verschiedener Länder und Herrschaftsgebiete. Zunächst in der Hand der Franzosen, Teil des französischen Königreiches, dann Teil von Mexiko, dann für kurze Zeit eine unabhängige Republik und schließlich Teil der Vereinigten Staaten. Um auf unsere ursprüngliche Frage zurückzukommen, kannst du auch hier sehen, also alles andere als trocken und staubig. So, hier stehen jetzt auch schon die State Trooper. Das ist eben die Staatspolizei. Jede Menge Erinnerungen hier, Statuen, die auch an den Bürgerkrieg erinnern. Texas hat auf der Seite der Südstaaten gekämpft, obwohl es hier traditionell eigentlich relativ wenige Sklaven gab, denn Texas war ja lange Zeit Teil von Mexiko und in Mexiko war die Sklaverei, Gott sei Dank, verboten. Hier also der Eingang zum Parlamentsgebäude. Jetzt wollen wir uns das mal hier ganz kurz von innen ansehen. Hier also nun die Kuppel, das zentrale Element des Gebäudes. Und sie ist eben höher als die Kuppel in Washington. Hier an der Wand nun
die Gouverneure, die Texas jeweils regiert haben. Dort ist zum Beispiel George W., Rick Perry. Wenn wir diese Flure entlang gehen, sehen wir dann die Büroräume der Abgeordneten. Das Parlament in Texas ist nur alle 2 Jahre in Session, wie man so schön sagt. Also das Parlament tagt hier nur alle 2 Jahre. Dann sind die Abgeordneten alle hier. Dann werden Gesetze beschlossen. Ein Großteil der Gesetze in den USA wird ja auf Bundesstaatsebene beschlossen. Also ich würde mal sagen, 9 von 10 Gesetzen sind bundesstaatliche Gesetze und ungefähr 10% sind dann Gesetze im Bund, die dann USA-weit gelten. Aber wenn du in Texas zum Beispiel wohnst, wenn du hier ein Business hast, dann sind es die Gesetze des Bundesstaates Texas, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst. Und hier hat Texas viele Vorteile. Texas ist ja als sehr businessfreundlich bekannt, sehr freiheitlich, konservativ natürlich. Und davon profitierst du, wenn du hier wohnst, ein Business betreibst. Hier gibt es relativ wenig Red Tape, wie man so schön sagt. Also relativ wenig unnötige Bürokratie. Darauf ist Texas stolz und das macht einen der großen Vorteile dieses Bundesstaates aus. So, jetzt schreiten wir hier mal hoch und schauen uns mal an, wo dann die Abgeordneten tagen. Du fragst dich vielleicht, wie das sein kann, dass man hier so einfach einen ausmarschieren kann. Ich bin ja hier ohne Anmeldung jetzt einfach gerade eben reinmarschiert. Es ist aber tatsächlich so, es soll halt eine zugängliche Demokratie sein. Natürlich gibt es ja auch ein bisschen Sicherheit, aber relativ wenig. Es ist sehr bürgernah, sehr direkt. Jeder kann hier reinkommen, jeder kann sich das anschauen, jeder kann sich davon überzeugen, dass das hier alles mit Recht und Ordnung zugeht. Leider muss man sagen, ist die Senate Chamber heute geschlossen. Wir verlassen das Kapitolgebäude. Hier übrigens die Treasury, also hier wurden früher, so sage ich jetzt mal, die Steuergelder eingesammelt. Wir verlassen diese ehrwürdigen Hallen und treten hier wieder ins Freie. Hier der Blick auf Downtown. Vorhin sind wir durch Downtown hierher gelaufen. Keep Austin weird, kann man nur sagen. Hier erfreut uns ein Straßenmusikant mit seiner Performance und das mitten in der Sonne. Und mit dem Kapitolgebäude im Rücken machen wir uns auf, geben uns wieder hier ins Gewühl. Dieser Park hier rund um das Kapitol, tatsächlich eine Oase des Friedens und der Ruhe mitten im Gewusel von Austin Downtown. Gerade vor uns tut sie jetzt hier die South Congress Avenue auf, sozusagen die Prachtstraße hier in Austin, die direkt auf den Kongress führt. Ein Blick, der gesetzlich vorgeschrieben nicht verbaut werden darf. Die berittene Polizei darf natürlich nicht fehlen und hier echt mit Cowboyhut. Apropos Cowboyhut, ich habe jetzt gerade keinen an, aber wenn du hier zu unserem Seminar kommst, dann gehen wir natürlich auch Cowboy-mäßig dich eindecken. Du kannst dir nicht nur einen Hut kaufen, sondern auch Boots und alle anderen Accessoires, von denen du als kleiner Junge oder als kleines Mädchen schon immer geträumt hast. So, jetzt sind wir im Driscoll Hotel, sicherlich mein Lieblingshotel in Austin. Ich habe hier schon viele Familienfeiern gefeiert, Geburtstage, Taufen, Hochzeitstage. Sicherlich das schönste Hotel in Austin, wenn dir alte Hotels gefallen natürlich. Das ist ein altes Hotel, wie etliche Sehenswürdigkeiten auch, die wir ja hier angeschaut haben schon, wurde auch dieses Driscoll Hotel am Ende des 19. Jahrhunderts, 1886, gebaut durch den Rinderbaron Driscoll. Er hat es dann beim Kartenspielen verloren. Tatsächlich ist das eine wahre Geschichte. Wenn auch du zu unserem Seminar nach Austin kommst, dann muss ich dir unbedingt empfehlen, in diesem Hotel zu übernachten. Also wirklich ein tolles Erlebnis, muss man sagen. Allerdings, eins musst du wissen, dieses Hotel hat keinen Pool. Wenn du dich also im kühlen Nass erfrischen willst, und dazu lädt ja das Wetter hier ein, dann solltest du in ein anderes Hotel gehen. Da werde ich dir nachher auch noch kurz eins zeigen. Das Driscoll Hotel wurde in den letzten Jahren umfangreich renoviert. Man kann hier hervorragend am Abend noch sitzen, ein paar Drinks nehmen. Die Bar des Driscoll, hier kannst du sie sehen, sie ist legendär. Und so kannst du eben in Amerika und vor allen Dingen in Texas und Austin neben all den neuen Gebäuden, neben all den Wolkenkratzern, neben all dem Stahl und dem Glas auch immer wieder diese alten Schätze finden. Und wir sind immer noch in Downtown und jetzt sind wir bei Scholz Garten. Auch hier ein Restaurant, ein Biergarten, der ebenfalls seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, 1866 besteht. Er war tatsächlich Zentrum und Treffpunkt hier der deutschen Community in Austin seit mehr als 150 Jahren. Und auch hier kannst du wieder sehen, schöne alte grüne Bäume, Lebenseichen,
Hier gibt es übrigens auch eine Kegelbahn drin. Und hier hat sich auch der Deutsche Gesangsverein jahrzehntelang getroffen und seine Erinnerung hinterlassen. Wir gehen jetzt mal durch den Haupteingang in die Kneipe hinein und da werde ich mir auf jeden Fall mal ein Bier gönnen. No Smoking, No Guns steht hier. So, hier viele schöne deutsche Bierkrüge, kannst du schon sehen. Hier also nun diese deutsche Kneipe in der Mitte von Austin. Und wir werden natürlich dann gleich mal hier in den Biergarten setzen. Ja, was kann schöner sein, als hier im sonnigen Austin zu sitzen, unter schattenspendenden Lebenseichen und ein kühles deutsches Bier zu trinken. Zum Wohl. Natürlich nicht ganz so billig hier. Das Bier, muss man sagen, dieses Glas Paulaner Weißbier, nun $12. Das ist natürlich ganz schön heftig. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Wenn wir darüber sprechen, wie grün Austin ist, dürfen wir natürlich den Barton Springs Pool nicht außer Acht lassen. Er beweist wieder mal, dass Austin eben wirklich ein Outdoor-Paradies ist. Hier kannst du das sehen, das ist nur ungefähr 5 Minuten von dort weg, wo wir dieses Video angefangen haben, am Michael Butler Park. Hier können sich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene in aller Ruhe im Wasser austoben und natürlich die lokale Bevölkerung von Austin. Er ist immer sehr gut frequentiert, wie du sicherlich sehen kannst. Also Austin, ein wirkliches Outdoor-Paradies, alles andere als staubig und trocken. Auch hier kannst du sehen, satte Grüntöne, Spaß im Wasser. Und das eben alles in unmittelbarer Nähe hier zu Austin Downtown. Du sagst vielleicht, naja, okay, gut. So sieht es vielleicht in Downtown aus, aber was ist jetzt eigentlich in den Wohngebieten? Was ist, wenn ich jetzt irgendwo in Austin lebe, mir dort vielleicht eine Immobilie kaufen will? Auch hier natürlich die Polizei präsent. Recht und Ordnung, sehr wichtig in Texas. Also, zurück zum Thema. Was ist eigentlich mit den Wohngebieten? Wie sieht es dort aus? Du kennst ja vielleicht aus dem Internet oder aus verschiedenen Filmen diese amerikanischen Wohnsiedlungen, wo es dann Hunderte oder Tausende von Immobilien gibt, von Häusern gibt, von Einfamilienhäusern gibt, die alle genau gleich stehen, die dicht gedrängt nebeneinander stehen. Ich sage immer, wo man dann sozusagen von Dach zu Dach springen könnte. Übrigens hier, drehen wir nochmal um, hier kann man jetzt Kanus mieten. Hier gibt es auch solche schönen Alukanus. Also, ist ja egal, wenn es in Downtown Parks gibt, die grün sind. Wenn aber man nicht schön wohnen kann, dann hat das ja alles keinen Sinn. Deswegen will ich jetzt mit dir in ein Wohngebiet aufbrechen und will dir zeigen, wie die Einfamilienhäuser aussehen, die unsere Mandanten hier so in Austin mieten oder kaufen. Dazu werden wir nach North Central Austin jetzt aufbrechen. Das ist ungefähr eine Viertelstunde von hier. Ich bin jetzt ja wie gesagt noch sehr nah an Downtown, obwohl das hier eigentlich nicht wie Downtown aussieht. Das sieht ja eher wie ein Abenteuerpfad irgendwo in den Bergen aus, aber ich bin tatsächlich hier eben am Barton Springs Pool. Ich bin tatsächlich hier ganz in der Nähe von Austin Downtown. Da sehen wir die badenden Austinites. Übrigens, dieses Baden im Fluss, das ist etwas, was sehr populär ist in Texas. Das gibt es nicht nur hier, das gibt es natürlich auch am Guadalupe River, das gibt es am Frio River. Das hat ganz große Tradition. Schwimmbäder gibt es übrigens auch, aber natürlich diese Waterholes, wie man sagt, die sind natürlich um einiges atmosphärischer und auch more fun als jetzt irgendein Swimmingpool. Also machen wir uns auf nach North Central Austin. Also ich bin angekommen, jetzt sind wir hier in Allendale in North Central Austin, ungefähr eben 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten von Downtown Austin. Und jetzt sind wir gerade hier in einer typischen Wohngegend, wirklich ist eine Gegend für Reiche, würde ich sagen, auch wenn natürlich die Immobilien hier schon vielfach jenseits dann der $1 Million kosten. Aber du kannst schon sehen hier, das ist halt so das typische amerikanische Suburb, wie wir das so aus John Hughes Filmen kennen. Du hast vielleicht auch diese Filme gesehen in den 90er Jahren, also was weiß ich, Kevin allein zu Hause. Das sind ja solche Filme, die genau in solchen typisch amerikanischen Vororten spielen, wie jetzt hier Allendale in Austin. Und auch hier wieder die Seiten gereiht mit schönen alten Bäumen. Dann gibt es natürlich etliche ältere Häuser hier, die in den 70er und 80er Jahren gebaut wurden. Immer wieder kaufen dann die neuen Eigentümer ein solches Grundstück, eine solche Immobilie, reißen es ab und bauen dann hier ein neues Haus, wie das zum Beispiel hier oder auch hier. Sicherlich könntest du dir auch vorstellen, mit deiner Familie hier zu leben, nehme ich an. Viele der Häuser hier haben Pools, die Kinder werden
mit dem Schulbus zur Schule abgeholt und wieder zu Hause abgesetzt. Es gibt natürlich da in der ganzen Nachbarschaft viele Kinder, die sich dann besuchen kommen, die hier mit dem Fahrrad langfahren. Es sind sehr sichere Wohngegenden mit sehr geringer Kriminalität, wo man, glaube ich, gerade mit Familie ein sehr schönes Leben führen kann. Mir ging es jetzt ja darum, dir im Wesentlichen zu zeigen, dass Austin nicht staubig und trocken ist, und auch das, denke ich, kannst du hier sehr gut sehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Abschließend will ich dir nochmal einen Panoramablick über Austin geben. Dazu gehen wir auf ein Rooftop eines mir bekannten Hotels. So wie versprochen, wir sind hier im Lauren Hotel. Das Lauren Hotel ist direkt am Lady Bird Lake. Wir sind hier im 7. Stock auf der Dachterrasse. Auf der anderen Seite der Dachterrasse ist dann der Pool. Da werden wir gleich auch mal hingehen. Aber ich wollte jetzt erst noch mal hier eine schöne Aussicht zeigen. So, hier, das ist Lamar Boulevard, eine der wichtigsten Straßen, und hier ist dann eben Austin Downtown. Hier ist der Lady Bird Lake. Hier sind wir ja dann auch vorhin über die Brücke gegangen nach Downtown rein. Das ist dort, wo wir die ganzen vorherigen Aufnahmen gemacht haben. Ich hatte ja dann gesagt, dass es westlich von Austin dann anfängt, trockener, hügeliger zu werden. Hier sehen wir dann am Horizont diese Hügel, über die sich Austin dann erstreckt. Das ist alles noch Austin. Aber um es noch auch einmal abschließend zu sagen, garantiert nicht staubig und trocken, sondern grün ist die dominierende Farbe. Eine sehr lebenswerte Stadt. Viel Grün, viel Wasser. Ideal für dich, wenn du Outdoor-Aktivitäten magst, ideal für deine Familie. Unheimlich lebenswert, muss man sagen. Und die Stadt ist immer auch nicht so groß, dass man sich total darin verliert, wie das ja bei anderen amerikanischen Großstädten durchaus der Fall ist. Wenn wir jetzt gleich noch auf die andere Seite des Rooftops gehen, da ist ja dann, wie gesagt, der Pool. Dann kannst du das auch nochmal sehen. Das Lauren Hotel, wie gesagt, auch sehr schön gelegen. Viele unserer Teilnehmer übernachten hier. Ich kenne den Hotelmanager ziemlich gut. Also durchaus auch eine Reise wert. Das Lauren Hotel ist eben komplett anders als das Driscoll. Es ist ein sehr modernes Hotel. Viel Glas, viel Beton. Übrigens hier draußen kannst du sehen, direkt vor dem Lauren Hotel ist ein öffentlicher Golfplatz. 9 Holes, also ein 9-Löcher-Golfplatz. Wenn du hier übernachten solltest, kannst du diesen natürlich auch nutzen. Eine sehr beliebte Institution hier in Austin. Und auch der Immobilienwahnsinn der letzten Jahrzehnte konnte nicht verhindern, dass dieses Juwel der öffentlichen Stadtkultur hier Immobilienprojekten weicht. So, und jetzt haben wir hier noch das Pooldeck des Lauren Hotel. Ich musste jetzt extra nochmal hier zurückkommen am frühen Morgen, weil als ich gestern hier filmen wollte, da waren ja tatsächlich überall Leute, war also viel zu busy dafür. Also, hier könntest auch du übernachten. Wie gesagt, das Lauren Hotel ist jetzt nicht Downtown, sondern gerade südlich von Downtown am Ufer des Lady Bird Lakes. Hier kannst du den See sehen. Hier in der schönen Morgenstimmung. Und jetzt drehen wir uns nochmal um. Und hier hast du jetzt nochmal eine Aussicht dann nicht nur auf ein wunderschönes Dach mit Klimaanlagen, sondern du siehst eben auch, wie grün eigentlich Austin ist. Da unten ist der Golfplatz, den ich dir gerade eben schon gezeigt habe. Also nichts mit staubig und trocken hier. Ich glaube, zu der Conclusion sind wir tatsächlich gekommen. Ich weiß nicht, wie du dir Texas vorgestellt hast, ob du dir vorgestellt hast, dass es so grün hier ist, oder ob du eher auch an die alten Cowboy-Filme gedacht hast, wo das Tumbleweed so durch den Wind, durch die Prärie getrieben wird. Aber nein, dieser Teil von Texas ist definitiv nicht so. Wenn dir dieser beschauliche Rundgang hier über Austin gefallen hat, dann würde ich mich freuen, dich demnächst hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht kann ich dich für diesen Ort genauso begeistern, wie auch ich davon begeistert bin nach wie vor. Ich war das erste Mal in Austin 2009. Ich bin ja 2008 in die USA ausgewandert, habe zuerst in Miami gewohnt und bin eben dann von Miami hier nach Austin gezogen. Und seitdem hat mich dieser Ort nicht mehr losgelassen. Ich würde mich freuen, wenn ich auch dich für diesen Ort begeistern kann. Nicht nur für dich persönlich und deine Familie, sondern auch für dein Business. Texas ist als Basis für ein Business wirklich genial. Auch das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, dich bald hier begrüßen zu dürfen und dich auch bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.